Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind so ein bisschen, in Bergen kann man es nicht nennen, aber doch irgendwie schon, an der hügeligen Küste, an der hügeligen Westküste. Wir sind etwas südlicher gefahren, dazu aber später mehr. Wir sind mit lieben Patreons und Freunden von uns unterwegs und wollen hier so ein bisschen einen kleinen Offroad-Track fahren. Und ja, so ein bisschen in die Vergangenheit eintauchen von Sardinien, was nämlich ziemlich spannend ist und ein paar coole, beziehungsweise auch düstere Orte hervorbringt. Aber ja, wir sind einfach gespannt und lassen das auf uns zukommen. Basti im Hintergrund löst währenddessen ein Problem von uns, hoffentlich. Unser Gaskocher ist im Arsch. Wir wissen nicht, woran es liegt, ob es der Gaskocher ist oder ob es der Druckminderer ist. Aber der Dichtungsring ist auf jeden Fall schon mal hinüber. Deswegen sind wir guter Dinge, dass es nur der Minderer ist. Wir haben uns schon so einen Ersatz-Gaskartuschenaufsatz gekauft, damit wir wenigstens Kaffee kochen können. Und andere Dinge natürlich. Aber wenn ich da jetzt die Dichtung rausmache und da teste, habe ich Angst, dass ich die kaputt mache, wenn ich sie hier raushole. Und dann haben wir wieder nichts. Also gibt es jetzt erstmal Kaffee für mich. Ich will dieses Risiko nicht eingehen. Den hatte ich nämlich gestern schon nicht. Weg. Svenny. Das pustet auch nicht mehr so. Baby hat die Stöckchen, das ist da. Boom! Kaffee! Also der Dichtungsring war das Problem. Und es funktioniert wieder und ich kann jetzt Kaffee machen. Irgendwie dachten wir, die Sonne kämpft sich schneller durch, aber der Nebel ist sehr hartnäckig heute hier im Tal. Ich bin sehr happy, dass unsere Gasplatte wieder funktioniert. Und irgendwie finde ich es lustig, dass wir jetzt teilweise auch schon wieder Angebote bekommen haben, so wir können reinkommen, uns aufwärmen und drin Kaffee kochen und wir aber, also so wie es halt irgendwie, wenn wir mit dem Van unterwegs sind und dann Freunde besuchen mit Wohnung und Haus, das heißt, ja, aber ihr könnt ja reinkommen und drin schlafen und so. Wir haben Gästezimmer. Wir haben Gästezimmer und nee, wir schlafen im Van. Und jetzt ist es hier aber auch so, nee, wir sind draußen, machen uns dann Kaffee und sind halt, dass es schon so normal geworden ist. Ja, voll. Heißt nicht, dass wir das jetzt immer ausschlagen werden. Nee. Jungs sagt ja, das kennen wir, das Problem. Das ist normal. Ja, die kannten das. Das ist okay. Stiefpflaume, das ist normal. Ciao, Germania. Ciao. Ciao bella! Vieni che ti do un bacio, vieni dai. Eppure guarda. No. Merci beaucoup. Quando lascio la chiave è accesa. Das war eine sehr lustige Begegnung heute Morgen. Richtig, richtig cool. So ein herzlicher Mensch. Wir haben eigentlich fast nichts verstanden. Er uns nicht, wir ihn nicht so richtig, aber mit Händen und Füßen und so ein bisschen. Ja, und jetzt am Ende ist noch nicht mal mehr sein Auto angesprungen. Deswegen haben Basti und Jürgen ihn angeschoben. Und so langsam kommt jetzt die Sonne raus. Sprich, wir können das machen, was wir eigentlich vorhatten, weshalb wir eigentlich hier sind. Aber gerade so spontane Begegnungen sind irgendwie richtig schön. Und er hat uns auch nochmal willkommen geheißen auf der Insel. Also, ja. Die Sonne ist draußen. Mega geil.
Svenny hat gestern Erdbeeren gefunden in einem kleinen Lädchen. Und die riechen so gut. Wenn die jetzt auch noch schmecken. So, die anderen warten schon länger auf uns. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir haben schon alles zusammengepackt am Jimmy. Dauert natürlich bei uns immer so halbe, dreiviertel, manchmal eine Stunde. Aber jetzt sind alle fertig und wir gucken uns mal die leere Mine an. Oh, Fernsehrohr. Verrückt. Ich wusste nicht, dass Erdbeeren auf Bäume wachsen. Und die kann man dann essen. Aber, ja, jetzt nicht, aber. Kann man die wieder holen? Also, wir haben uns jetzt mit Jürgen und Britta hier auf den Weg gemacht von Monte Vecchio, ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht, im Westen der Insel auf so einen Offroad-Pfad quasi gemacht. Und zu Zeiten Mussolinis wurde die Insel, glaube ich, ganz schön ausgebeutet. Und hier sind ganz, ganz viele Bergwerke, ganz, ganz viele Minen, die einfach irgendwann Ende der 90er stehen und liegen gelassen wurden und jetzt quasi so vor sich hin rotten und man die hier so begehen kann, angucken kann und teilweise sind auch ein paar Museen dabei. Und jetzt gucken wir uns unsere erste an. Wir haben oben, konnte man schlafen und jetzt laufen wir einmal runter und gucken uns an, was so übergeblieben ist aus der Zeit. Wir sind hier im Südwesten von Sardinien, rund um Monte Vecchio. Über viele Jahrzehnte war das hier eines der wichtigsten Bergbaugebiete Italiens. Vor allem Blei und Zink wurden hier gefördert. Tausende Menschen haben in dieser abgelegenen Region gearbeitet und gelebt. Was heute ruhig und fast vergessen wirkt, war früher ein eigener Kosmos, mit Werkstätten, Wohnhäusern und kompletter Infrastruktur. Die Minen ziehen sich von hier oben durch die Hügel und folgen einem Weg bis runter an die Küste. Wir sind jetzt hier bei der Mine Pozzo Sana. Die ist 1936 erbaut worden. Ja, es ist einfach abgefahren, was hierher alles gebaut wurde innerhalb weniger Jahre und dass es einfach alles noch so gut erhalten hier steht. Also es ist alles noch so gut erhalten, in Anführungszeichen, aber man kann halt... Wir sind jetzt gerade erst am Anfang. Jürgen war hier schon ein paar Mal, der kann uns das alles richtig gut erklären. Das ist also wie eine Führung, die wir hier durchkriegen. Richtig cool. Und hier hinter Svenny ist quasi der Eingang, wo die Loren, alles was aus dem Berg geschürft wurde, draufgepackt. Und hinter uns ging es da hinten hoch. Und dann über die 4 Häuser wurde es immer weiter zerkleinert, bis es ganz am Ende im Becken gelandet ist, die Mineralien. Und da kommen wir gleich auch noch hin. Aber das ist schon echt krass. Es ist halt sehr wenig Vandalismus. Man kann sich das alles ziemlich gut vorstellen. Es wurde einfach so zurückgelassen. Und auch wenn der Eingang richtig gut sieht, ich meine, der ist zugemauert, aber wenn man jetzt reingehen könnte, nach unserer Erfahrung in Bolivien beim Cerro Rico, keine Chance, dass wir nicht nochmal in so eine Mine reingehen. Das war einfach so beengt und bedrückend. Aber wenn man sich diesen Eingang anguckt und dagegen den in Bolivien, da ist das hier einfach hohe Architektur. Und in Bolivien sieht es aus, als wenn es einfach reingezimmert wurde. Bisschen Alpaka-Blut an Rand, damit alles gut geht. Und mit Holzbalken ein bisschen stabilisiert. Das ist krass und das ist einfach noch aktiv in Bolivien. Ja, krass.
Stahlträger, die früher für Stabilität standen, wirken heute fragil. Rost frisst sich durch das Material, als hätte die Zeit hier eine ganz eigene Geschwindigkeit. Was einmal massiv und dauerhaft gebaut wurde, beginnt zu bröckeln. Die Abendsonne dort in das Gebäude, das war absolut phänomenal. Hinten haben sie einen gefliesten Treppenaufgang. Wenn man heute hier unterwegs ist, verändert sich das Gefühl mit jedem Schritt. Zwischen den alten Mauern wächst Gras, Dächer sind eingestürzt, Fenster leer. Die Natur holt sich ihren Raum zurück. Gleichzeitig fragt man sich, wie es hier früher geklungen haben muss. Some things fall from heaven, black unformed things, monsters of the night and terror of the days. Das ist gut. Maschinen, die ununterbrochen laufen, Metall auf Metall, Stimmen, Schritte, ein ständiges Arbeiten. Ein Ort voller Bewegung. Heute ist davon nichts mehr übrig. Stattdessen die Ruhe. Nur Wind, der durch die Gebäude zieht. Ich finde das einfach so abgefahren, wenn man sieht, wie überall die Natur die Plätze wieder so vereinnahmt. Wenn hier ein Blümchen aus der Lore wächst oder hier, keine Ahnung, schon Ranken ins Haus reinkommen oder hier ein komplettes Haus hinter Bäumen verschwindet. Wir dürfen nur eigentlich hier sein. Die Natur erlaubt es uns, hier zu sein. Und ja, Jürgen hat es vorhin schon gesagt, wie crazy es ist, dass es einfach Stahl ist, was sich so in wenigen Jahren zersetzt und brüchig wird und was einmal so massiv war, jetzt irgendwie so zerfällt. Und das Abgefahrene ist, wir sind hier einfach komplett alleine und können hier rumlaufen und es Eintauchen in eine komplett andere Welt, in eine komplett andere Zeit. Wir fahren weiter und ja, ihr seht richtig, Jürgen und Britta fahren mit ihrem Hümer diese ruckelige Straße entlang, aber nicht anders haben wir es auch mit unserem Fiat Ducato gemacht in Südamerika. Der wurde auch überall lang geprügelt. Genau, und fahren jetzt hier diese Minenstraße entlang und gucken mal, wo wir rauskommen. Wir folgen dem Trail weiter Richtung Küste. Eine Strecke, die früher vor allem funktional war, heute aber wie eine Reise durch verschiedene Ebenen der Vergangenheit wirkt. So. Hier wäre auch oft, wenn du irgendwo filmen möchtest. Echt? Einbruch. Muss man auch erstmal wissen, dass man hier durch kann. Es ist ein Gefühl, durch eine Zeit zu gehen, die nicht ganz verschwunden ist. Alles wirkt still, aber irgendwie nicht leer.
als wären die Geschichten noch da, nur ohne die Geräusche. Aber das war relativ modern ausgebaut. Die haben auch neue Elektrik- und Sicherungskästen an verschiedenen Stellen. Das war mal wirklich als Besucherbergwerk gedacht. Er kennt Stellen, wo sich kein Mensch wiederfindet. Ja. Da liegt ja kein GPS dahinter. Links und rechts tauchen immer wieder Überreste auf, alte Fördertürme, verlassene Häuser, ganze Siedlungen, die sich langsam auflösen. Dazwischen diese weite Landschaft, typisch für diesen Teil von Sardinien, karg, offen und gleichzeitig unglaublich ruhig. Der Weg selbst verbindet all das miteinander. Früher Transportroute, heute eine Art Zeitlinie. Entlang der Strecke stößt man immer wieder auf verschiedene Anlagen. Manche sind komplett verlassen, andere wurden teilweise restauriert. Irgendwie fühlt es sich an, als will Montevecchio seine Geschichte erzählen. Einen Einblick gewähren über eine Zeit, die diese Region stark geprägt hat. Wir haben uns mal ganz kurz von Jürgen und Britta verabschiedet und fahren schon mal ein Stück voraus. Die beiden suchen nämlich noch nach einer Wasserquelle, die so eine halbe Stunde noch in die andere Richtung gewesen wäre. Deswegen gucken wir jetzt mal voraus. Die Strecke, die endet nämlich noch an einem richtig, richtig coolen Ort, worauf ich mich bzw. Peppi sich wahrscheinlich schon riesig drauf freut. Auf jeden Fall eine abgefahrene Vegetation hier, weil eigentlich ist es eher so trocken und staubig und man würde jetzt eher Felsen erwarten und hat aber dann hier so einen Fluss und überall Grün drumherum und es sieht so cool und abgefahren aus. Und dann zwischendrin einfach immer diese krassen Ruinen, die einfach irgendwann verlassen wurden und nie wieder danach geguckt wurden. Abgefahrene Kulisse auf jeden Fall. Und je weiter wir fahren, desto mehr verändert sich die Umgebung. Die Hügel werden flacher, das Licht weiter und irgendwann geht es Richtung Meer. Und zwar sind wir an einem richtigen Sandstrand und vor einer der größten Dünen Europas. So cool! Die Sonne hat sich nach unserer Ankunft verabschiedet und die Wolken und der Wind malen ein dramatisches Bild. Alles wechselt im Minutentakt.
Wir sind inmitten der Dunes di Pisinas, eine der größten Dünenlandschaften Europas. Teilweise über 50 Meter hoch und ständig in Bewegung, geformt von Wind, der vom Meer ins Landesinnere zieht. Das ist unfassbar schön hier. Guckt euch diese Weite an. Sand, soweit das Auge reicht. Ein Traumparadies für Peps. Zum Rumflitzen, Buddeln und überhaupt. Aber jetzt ist sie müde und hat gesagt, bitte zurück zum Camper. Der arme Hund. Sein Wunsch ist uns Befehl. Wir waren die letzten Tage bei einem Vansite EU Campingplatz. Da bieten private Personen ihre privaten Stellplätze an und wir waren bei Antonio und er hat einen Riesengarten mit jeglichem Gemüse und Obst, was man sich vorstellen kann, und gerade hatte er noch ein paar Artischocken zum Abernten, die hat er uns geschenkt. Und jetzt habe ich uns Artischockenpasta gemacht und es ist einfach ultra lecker. Ich weiß, Basti schmeckt es nicht, aber mir schmeckt es. Wieso Basti schmeckt nicht, der Banause? Dem schmeckt nichts. Schmeckt mega geil, oder? Ja, voll. Richtig lecker. Auch Basti mag sehr gerne der alte Banause. Und dazu den Aperol Spritz. Fallen mir erst ein. Einen wunderschönen guten Morgen. Endlich kommt die Sonne über den Berg. Es war doch eine relativ kühle Nacht heute Nacht und wie ihr seht, sind wir nicht mehr unten am Strand, sondern wir haben uns von Britta und Jürgen verabschiedet. Das war richtig, richtig cool, die Tour. Das hat richtig viel Freude gemacht, hier entlang dieses ehemaligen Minenweges gemeinsam zu beschreiten und so viele Informationen zu bekommen über diese ja echt düstere Vergangenheit von Sardinien und ja, wie hier einfach auch alles stehen und liegen gelassen wurde und haben dann quasi den Tag unten am Strand beendet und genau, auch wenn wir nicht zusammenstanden, haben wir doch noch ein bisschen den Abend zusammen verbracht, nochmal am Morgen gequatscht und uns verabschiedet und wir sind dann wieder hier hochgefahren in die Berge, weil hier ein cooler Spot einfach ist. Wir sind ganz alleine und wir haben guten Empfang und können ein bisschen arbeiten. Ich freue mich über alle, die unsere weitere Reise begleiten, sei es im Van oder mit dem Jimny. Wir werden mit beiden Mobilen wahrscheinlich unterwegs sein.
Vielleicht sieht man sich ja unterwegs. Wir würden uns freuen.